Hi, hier ist Bob Hatton. Guten Morgen, ich freue mich, dass ihr wieder da seid und ich hoffe, dass ich euch an diesem Tag etwas Mut machen kann. Lasst uns beginnen, indem wir diesen Merkvers für diese Woche anschauen. Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 10. Und da heißt es, damit jetzt den Gewalten und den Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfältige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Jesus Christus. Also das ist ein gewaltiges Wort und ich hoffe, dass ihr ein bisschen Zeit gehabt habt, darüber nachzudenken. Jetzt sind wir in Apostelgeschichte Kapitel 13. Und wir haben die ersten beiden Versen gelesen gestern. Ich möchte dann auch Vers 3 noch einmal oder am Ende von Vers 2 noch einmal lesen. Und da heißt es, dass der Heilige Geist gesprochen hat: Sondert mir nun aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Also es war interessant, auch mal sich zu unterhalten, was das bedeutet, wenn der Heilige Geist spricht in so einer Leitertreffen. Die Leiter der Gemeinde in Antiochien, sie haben sich zurückgezogen, sie haben eine Zeit gehabt, in der sie dem Herrn gedient haben oder den Herrn angebetet haben. Sie haben gefastet. Das zeigt uns, dass es etwa nicht nur 5 Minuten oder vielleicht nicht nur ein Vormittag, sondern es war eine etwas längere Zeit waren sie zusammen und sie wollten von Gott hören. Die wollten wahrscheinlich wissen, Herr, was sind die nächsten Schritte für unsere Gemeinde? Und während sie zusammenkamen, hat Gott zu ihnen gesprochen. Der Heilige Geist hat zu ihnen gesprochen. Und er hat ihnen gesagt, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, wozu ich sie berufen habe. Wahrscheinlich Gabe der Prophetie oder ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Vielleicht hat Gott sogar hörbar hineingesprochen in der Mitte. Ich weiß nicht. Aber was er gesagt hat, das ist das, worauf es mir kommt. Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, wozu ich sie berufen habe. Und ich habe ein paar Mal gesagt im Laufe dieser Betrachtungen von der Apostelgeschichte, dass Gott hat einen Plan für uns. Es ist nicht unbedingt etwas, was jetzt in Stein gemeißelt ist und es muss da so sein. Jedenfalls das, was wir wahrnehmen, vielleicht am Anfang, es ändert sich im Laufe der Jahre. Aber Gott hat etwas für uns, das wir tun sollen. Gott hat etwas vorbereitet. In Epheser Kapitel 2, Vers 10, es heißt, dass wir Gottes Meisterstück sind. Wir sind von Gott geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. Er hat etwas für uns vorbereitet. Dass wir hier sind auf dieser Erde, das ist nicht zufällig. Das ist nicht einfach aus irgendeiner Laune der Natur, sondern es war Gott wollte, dass wir hier sind. In Epheserbrief, also das ist auch ein sehr spannender Brief am Kapitel 1, es heißt noch vor Grundlegung dieser Welt, das heißt noch vor Gott die Welt geschaffen hat er unsere Namen gerufen. Wir sind ihm nicht unbekannt. Er kennt uns. Und er hat unseren Namen gerufen, weil er wollte, dass unsere Namen in dem Buch des Lebens stehen und dass wir für in der Ewigkeit bei ihm seien. Aber unterdessen sind wir noch hier auf dieser Erde und er hat etwas vor mit uns. Und das ist dann ganz, ganz spannend. Und das gilt es dann herauszufinden. Also wenn wir zurückgehen zu Kapitel 9 von der Apostelgeschichte und Vers 9, wir sehen, was Gott gesagt hat zu Ananias. Er hat dann gesagt, dass dieser Mann, der Saulus vom Tarsus, muss dann zu Nationen und er muss noch zu Könige sprechen über mein Worten, über die gute Botschaft von Jesus. Also ich nehme an, Ananias hat das mit Saulus besprochen und mitgeteilt und Saulus hat das irgendwie gewusst, aber mittlerweile unterdessen ist er in der Vorbereitung dazu. Und dann an diesen Leitungstreffen sprach der Heilige Geist. Gott hat dich berufen.
Gott hat Saulus von Tarsus berufen, Gott hat Barnabas gerufen, Gott hat dich berufen und er hat auch mich berufen. Wozu? Also wenn wir 1. Korintherbrief aufschlagen, Kapitel 1, da lesen wir, Paulus schreibt da und er sagt zuerst, Paulus, berufener Apostel. Und in dem Fall von Paulus war es so, dass er berufen wurde, ein Apostel zu sein. Ein Apostel ist jemand, der gesandt ist mit Autorität. Er ist nicht nur eine Bote, sondern er ist jemand, der Autorität ist. Der ist ein Gesandter von Gott. Der legt Fundamente in der Gemeinde. Der öffnet neue Räume für das Reich Gottes und verschiedene andere Sachen, worüber wir uns den Kopf nicht zu brechen brauchen im Moment. Und dann lesen wir, dass er schreibt zu den Gemeinden in Korinth, dass sie berufen sind, Heilige zu sein. Ein Heiliger ist nichts unbedingt was ganz, ganz Besonderes, sondern es bedeutet nur jemand, der abgesondert ist für Jesus. Ich bin mit dem kostbaren Blut des Lammes, dem kostbaren Blut Jesu erkauft worden. Und zwar deswegen will ich ihm dienen und ich bin abgesondert für ihn. Und dann später in dem 1. Korintherbrief schreibt er, dass wir sind berufen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist auch etwas ganz kostbar. Dieses Wort Gemeinschaft, das bedeutet eigentlich, dass wir unser Leben miteinander teilen. Und wir sind berufen, unser Leben zusammen mit Jesus zu teilen. Jesus hat Interesse an unserem Leben. Jesus nimmt teil an unserer Freude, aber auch an unserem Leid. Und deswegen können wir auch zu ihm reden. Wir nennen das Gebet. Und dann das Letzte in diesem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, so am Ende, ab Vers 28, lesen wir, dass Gott uns berufen hat, aber in Schwachheit. Es sind nicht sehr viel Stärker unter euch, sagt er. Es sind nicht sehr viele edle Menschen. Es sind nicht sehr viele Weise unter euch. Also die Gemeinde in Korinth, die kamen eher aus der Unterschicht. Die waren bedürftige Menschen. Das, was unedel ist, hat Gott gerufen, hat Paulus ihnen gesagt. Das, was nichts ist in den Augen dieser Welt, hat Gott berufen, um die Weisheit der Weisen und die Stärke der Starken zunichte zu machen. Gott ruft alle möglichen Leute. Und ich bin so froh, wenn ich das lese, dann weiß ich, denn ist auch Hoffnung für mich. Der hat mich gerufen, der hat dich gerufen. Wozu hat er uns gerufen? Er hat uns gerufen in Gemeinschaft mit seinem Sohn. Ich kann Gemeinschaft mit Jesus haben. Und er hat mich gerufen, dass ich ein Heiliger bin. Das ist nicht etwas Komisches. Das bedeutet nur, ich bin abgesondert, weil ich für Jesus leben will und ihm dienen. Und den Paulus, berufener Apostel, das heißt, dass er etwas ganz Besonderes hat. Für dich, für mich, einen Auftrag, eine Arbeit, eine Lebensmission, was einzigartig ist und ist ganz genau abgeschnitten auf das und alles, was Gott dir gegeben hat und alles, was Gott für dich vorbereitet hat. Das ist eine unheimlich gute Botschaft heute Morgen und ich wünsche euch mit dieser Botschaft, dass ihr einen guten Tag habt. Gott segne euch, euer Bob Hatton.